Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema Hungerkannibalismus in Königsberg. Wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, dann ist es, weil es hier gerade ein schweres Gewitter gibt und ja, kann ich natürlich nicht verhindern. Als die Rote Armee im April 1945 in Königsberg, der Hauptstadt Ostpreußens, einmarschierte, lebten dort noch 126.000 Menschen. Die Stadt wurde von den Sowjets als Kriegstrophäe betrachtet und sie dachten sich deshalb eine besondere Schikane aus. Die gesamte verbliebene Einwohnerschaft musste sich auf öffentlichen Plätzen versammeln und einen mehrtägigen Gewaltmarsch durch umliegende Orte antreten. Währenddessen wurden ihre Wohnungen von Rotarmisten geplündert. Erst Wochen später, im Mai 1945, wurden unregelmäßig Nahrungsmittel verteilt, aber nur an arbeitsfähige Erwachsene. Die Ration bestand aus 400 Gramm wasserhaltigem Brot. Alte Menschen, Kinder und Arbeitsunfähige mussten sich hingegen von Roggenkörnern und Gräsern ernähren. Unglücklicherweise brachte der heiße Sommer noch eine Fliegen-, Ratten- und Mäuseplage und auch die Wasserversorgung wurde knapp. Die Folge? Die von den Sowjets zugeteilten Nahrungsmittelrationen sanken im Herbst 1945 noch weiter auf nur noch 200 Gramm Brot am Tag. 200 Gramm, das muss ich mal vorstellen. Die Hungersnot führte zu grauenhaften Erscheinungen. Ärzte mussten feststellen, dass auf dem sogenannten freien Markt sogar Menschenfleisch angeboten wurde. Ich komme noch darauf zurück. Die Folgen waren fürchterlich. Im August 1939 bestand die Stadt aus genau 372.164 Einwohnern. Ende Juni 1945, bei der ersten Volkszählung nach der sowjetischen Eroberung, lebten gerade mal noch 73.000 Deutsche in Königsberg. Bei der nächsten Volkszählung im Mai 1946 waren es nur noch 45.120. Der Bevölkerungsschwund seit Beginn des Krieges betrug demnach rund 330.000 Menschen. Von der Einnahme der Stadt am 9. April 1945 bis im Jahr 1948 starben in Königsberg mehr als 100.000 Deutsche, davon 75.000 an Hunger, 15.000 durch Gewaltanwendungen, die übrigen an Krankheiten, vor allem Typhus und Entkräftung. Andere Zahlen gehen von 75.000 Toten aus, inklusive der Ermordeten. Der Zeitzeuge Dr. Erich Bieske schilderte die Verhältnisse in Königsberg, nachdem die Russen einmarschiert waren. Ich zitiere aus seinem Bericht. Wahllose Massenverhaftungen durch die NKWD folgten. Unbarmherzig wurden Männer, Frauen und Kinder in die Gefängnisse geworfen. Bei uns im Polizeigefängnis befanden sich unter uns Männern Schuljungen von 10 und 11 Jahren. Eine Vertreibung der Bevölkerung aus den Wohnungen, bei der nichts mitgenommen werden durfte, beraubte diese ihres gesamten Hausrates. In den ersten Tagen nach der Einnahme wurden die Menschen vielfach in die Provinz geführt, zu verschiedenen Lagern, in denen ebenfalls Hunderte und Tausende Wochen und Monate lang festgehalten wurden. Auf diesen Märschen starben viele am Straßenrand. Darüber hinaus sind Tausende von Königsbergern, vor allem auch Frauen, ins Innere Russlands und bis nach Sibirien verschleppt worden. Teils nahm die zurückgehende Truppe die Frauen zur Arbeit und auch zum Zeitvertreib mit. Teils erfolgte die Verstückung auf Veranlassung irgendwelcher untergeordneten Stellen. Am schlimmsten hatte es unsere Mädchen und Frauen. Es ist nicht zu schildern, mit welcher Gier sich Russen auf unsere Frauen stürzten. Was auf sexuellem Gebiet an Schrecklichem und Grausamen vorgekommen ist, darüber vermögen außer unseren Frauen die Ärzte in den Kliniken Angaben zu machen, denen die Frauen auf den Operationstisch gelegt wurden. Eine auf der Straße alleingehende Frau lief am hellen Tage Gefahr, mit Gewalt in einen Keller gezerrt und missbraucht zu werden. Aber auch die Männer waren gelegentlich Belästigungen und Vergewaltigungen durch Homosexuelle ausgesetzt. Wenn man dann an die Plünderungen und Beraubungen, an Überfälle, Morde und Verbrechen aller Art denkt, die durch Angehörige der Siegermacht an den schutzlosen deutschen Bevölkerung verübt wurden, so ist das sehr zurückhaltend ausgedrückt, wenn man sagt,
dass ein Zustand völliger Rechtsunsicherheit eingetreten war, ein Aufhören jeden Rechtsempfindens, welches uns bei jeder Gelegenheit erkennen ließ, dass wir einem erbarmungslosen Feind ausgeliefert waren. Ich bin zweimal bei hellem Tag auf offener Straße von den sowjetischen Soldaten angehalten und beraubt worden. Einmal wurde ich dabei niedergeschlagen und schwer misshandelt. Zitat Ende. Die Zeitzeugin Karola Ruth-Littfas, damals an einer Leichenblutvergiftung erkrankt, berichtete über die noch mögliche medizinische Fürsorge in einem solchen Krankenhaus in Königsberg. Ich zitiere: Die Unterernährung war bereits so weit fortgeschritten, dass die Leute am laufenden Band ihr Leben aushauchten. Die Körper waren so unförmig mit Wasser gefüllt, dass dasselbe aus der Haut trat, in Rinnsalen durch die Matratzen auf den Fußboden rann. Die Exkremente stanken entsetzlich. Zitat Ende. Der Sensenmann in Königsberg hielt also reiche Beute. In diesem Zusammenhang habe ich auch recherchiert, ob es tatsächlich Kannibalismus in Königsberg gegeben hat. Es ist weitgehend bekannt, dass die ausgehungerten deutschen Pferde, Katzen und Hunde essen mussten, um zu überleben. Aber Menschenfleisch? War die Lage wirklich derart verzweifelt? Anscheinend ja, wie Zeitzeugen berichten. Deren Aussagen wurden in der Ostdokumentation des Bundesarchives, Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth, gesammelt. Hier Beispiele. Professor Dr. Erhard vom St. Elisabethen Krankenhaus in Königsberg berichtete, dass man beim Fleischkauf generell vorsichtig sein musste. Ich zitiere: Eines Tages brachten uns Deutsche ein Fleischstück, das sie auf dem Markt gekauft hatten und das ihnen verdächtig war. Unschwer ließ sich erkennen, dass es sich um ein menschliches Knie handelte. Die Verkäufer, zwei alte Männer, wurden verhaftet. Sie hatten größere Mengen Hackfleisch mit zum Verkauf. Mir sind 2 Fälle von Menschenfresserei mit grässlichen Details erzählt worden. Zitat Ende. Eine Augenzeugin aus Königsberg berichtete sogar von Leichenfledderern, die, ich zitiere, die Leber- und Schenkelfleisch herausschneiden und diese dann auf dem Bazar als Bratklopse verkaufen. Zitat Ende. Wilhelm Hildebrand aus Königsberg berichtete, dass im Sommer 1945 vor allem jüngere und ältere Menschen aufgrund von Versprechungen in einen Keller gelockt wurden, in dem angeblich Lebensmittel wie Mehl, Brot und Körner zu niedrigen Preisen angeboten wurden. Sobald sie den Keller betreten hatten, wurden sie, ich zitiere, durch Schläge betäubt oder durch Spiken in die Augen wehrlos gemacht und umgebracht. Aus den Leichen wurden die besten Stücke herausgeschnitten, durch den Wolf gedreht und gegen Rubel auf dem Bazar als Klopse verkauft. Zitat Ende. Es gibt noch viele andere solche Schilderungen, die ich gesammelt habe und die sehr, sehr schrecklich sind. Sehr, sehr schrecklich sind. Ich spreche dabei von den Hungerblockaden und von dem systematischen Aushungern der Deutschen, von einem Mord, der absichtlich begangen wurde. Alles dazu in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 4, der den Krieg behandelt, Band 5, der den Krieg behandelt, und mein Sonderband, in dem auch unter anderem die Quellen sind von dem, was ich gerade erzählt habe über Königsberg. Deutschland muss vernichtet werden. Und zwar Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. In diesem Buch habe ich alle Massaker an unserem deutschen Volk, also unter anderem auch diese schrecklichen Erlebnisse in Königsberg, dokumentiert mit Quellen aus dem Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth, also einem Bundesarchiv. Da kann man eigentlich nicht sagen, dass es irgendwie erfunden oder fake ist. Das sind gesammelte Dokumentationen in einem Bundesarchiv. Alle Links sind unten angegeben. Für mich ist es wichtig, dass ihr mich weiterempfehlt, meinen Kanal, meine Bücher, dass ihr Rezensionen zu meinen Büchern schreibt. Weil ich bin Einzelkämpfer, ich bin auch ein bisschen angewiesen auf eure Hilfe. Nicht nur ein bisschen, sondern ich bin auf eure Hilfe auch angewiesen. Weil sonst gibt es mich irgendwann nicht mehr, weil jeder will mich mundtot machen, weil ich die Wahrheit sage und die Geschichte richtig stelle. Und dazu brauche ich euch, dass ihr mich weiterempfehlt, damit ich
wachsen kann, dass auch mein Kanal wachsen kann, damit meine Bücher verkauft werden. Ja, ich sage es offen, klar, dass meine Bücher verkauft werden. Ich kann nicht von nichts leben, auch ich muss meine Familie ernähren, ist ja total logisch. Abonniert mich auch bei Telegram, dort bin ich jeden Tag, weil YouTube hat mich ja um 90% reduziert. Ihr seht es an den Aufrufzahlen der Videos. Früher waren es 150 bis 200.000, heute sind es vielleicht noch 5 bis 10, manchmal 20.000. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.